Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute erwartet euch eine spannende Geschichte. Neue Horizonte. Tobias Abenteuer in Deutschland. Wir begleiten Tobias, als er in Berlin ankommt, die Stadt erkundet und unvergessliche Begegnungen erlebt. Von der Ankunft am Berliner Hauptbahnhof, wo er sofort aufgemacht hat, die Stadt zu erkunden, bis zu den besonderen Momenten, die er in seinem neuen Zuhause erlebt. Lehnen Sie sich zurück und tauchen Sie mit uns in dieses Abenteuer ein. Tobias Abenteuer in Deutschland. Vor einigen Wochen ist Tobias aus seinem Heimatland in Deutschland angekommen. Er hat einen neuen Lebensabschnitt begonnen, der von vielen Abenteuern und Herausforderungen geprägt war. Als er in Berlin gelandet ist, hat er sich sofort aufgemacht, die Stadt zu erkunden. Sein erster Eindruck war überwältigend. Die alten Gebäude, die modernen Cafés und die freundlichen Menschen haben ihm sehr gefallen. Tobias hat in einem kleinen, gemütlichen Apartment im Herzen Berlins gewohnt. Er hat das Zimmer mit einfachen Möbeln eingerichtet und es zu seinem Rückzugsort gemacht. Jeden Morgen hat er einen Kaffee getrunken und ist dann in die Straßen gegangen, um die Stadt zu entdecken. Dabei hat er viele interessante Plätze gefunden. Einen wunderschönen Park, ein historisches Museum und bunte Märkte, auf denen er lokale Spezialitäten probiert hat. In seinem Sprachkurs hat Tobias bald neue Freunde gefunden. Er hat Clara kennengelernt, eine lebhafte und hilfsbereite junge Frau, die in Berlin geboren ist, und Jonas, einen humorvollen Mann, der ihm oft mit lustigen Geschichten begegnet ist. Gemeinsam haben sie die Stadt erkundet, an kulturellen Veranstaltungen teilgenommen und sind durch das Labyrinth der Straßen gewandert. Sie haben zusammen gelacht, gelernt und sind dabei über sich hinausgewachsen. Eines Tages hat Tobias einen Ausflug ins Umland gemacht. Er ist mit dem Zug in eine kleine Stadt gefahren, die für ihre malerische Landschaft bekannt ist. Dort hat er einen alten Bauernhof besucht, wo er traditionelle deutsche Gerichte probiert hat. Er hat an einem Fest teilgenommen, das in einem großen Festzelt gefeiert wurde. Die Dorfbewohner haben ihn herzlich empfangen und er hat sich sofort als Teil der Gemeinschaft gefühlt. Tobias hat zahlreiche Fotos gemacht und sich Notizen geschrieben, um seine Erlebnisse nie zu vergessen. Während seiner Zeit in Berlin hat Tobias auch einige Herausforderungen erlebt. Er hat sich manchmal einsam gefühlt, weil er seine Familie und Freunde im Heimatland sehr vermisst hat. Doch er hat sich immer wieder daran erinnert, dass jede neue Erfahrung auch eine Chance zum Wachsen ist. Er hat sich Ziele gesetzt und hat jeden Tag etwas Neues gelernt. So hat er zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr genutzt, um verschiedene Stadtteile zu erkunden. Dabei hat er die Vielfalt der deutschen Kultur und Architektur schätzen gelernt. An einem regnerischen Tag hat er im Museum über die Geschichte Berlins gelernt. Er hat aufmerksam den Führungen gelauscht und viele interessante Informationen gesammelt. Die Ausstellung hat ihm gezeigt, wie sich die Stadt im Laufe der Jahre verändert hat. Tobias hat diesen Moment sehr genossen und sich vorgenommen, noch mehr über die deutsche Geschichte zu erfahren. Nach einigen Monaten hat Tobias einen besonderen Abend erlebt, der sein Herz berührt hat. Es war ein lauer Sommerabend und die Stadt hat in einem warmen, goldenen Licht erstrahlt. Tobias hat an einem Musikfestival teilgenommen, das in einem alten Industriegebäude stattfand. Die Musik, das Tanzen und die fröhliche Atmosphäre haben ihn tief beeindruckt. Zusammen mit Clara und Jonas hat er getanzt und sich von der mitreißenden Musik verzaubern lassen. Die Lichter und Schatten im Raum haben eine besondere Stimmung erzeugt und er hat sich wie in einem Traum gefühlt. Ein anderes unvergessliches Erlebnis war der Besuch eines traditionellen Weihnachtsmarktes im Winter. Obwohl es kalt war, hat Tobias die festliche Stimmung und den Duft von gebrannten Mandeln sehr genossen. Er hat heiße Schokolade getrunken und sich an den Ständen umgesehen. An diesem Tag hat er auch einen alten Handwerker getroffen, der ihm Geschichten aus vergangenen Zeiten erzählt hat. Diese Erzählungen hat Tobias mit großem Interesse gehört und als Erinnerung an die reiche Geschichte Deutschlands aufgenommen. Während seines Aufenthalts hat Tobias viel über sich selbst gelernt. Er hat seine Ängste überwunden und neue Stärken in sich entdeckt. Immer wenn er auf Schwierigkeiten gestoßen ist, hat er sich selbst ermutigt. Die Unterstützung seiner Freunde hat ihm dabei sehr geholfen. Er hat gelernt, dass es in einer fremden Umgebung wichtig ist, offen und tolerant zu bleiben. Seine Erfahrungen haben ihm gezeigt, dass jede Herausforderung auch eine Chance ist, zu wachsen.
Mit der Zeit hat Tobias die deutschen Traditionen schätzen gelernt und sogar einige selbst übernommen. Er hat an Festen teilgenommen, regionale Gerichte gekocht und seine Sprachkenntnisse in Alltagssituationen verbessert. Jede Erfahrung hat ihm geholfen, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Er ist stolz auf seinen Weg und auf die Fortschritte, die er gemacht hat. In Deutschland hat er nicht nur ein neues Land, sondern auch neue Freunde, neue Träume und ein neues Ich gefunden. Zum Abschluss seiner ersten Monate in Deutschland hat Tobias einen kleinen Brief an seine Familie geschrieben. In diesem Brief hat er alles über seine Abenteuer erzählt und ihnen versichert, dass er glücklich ist. Seine Familie hat den Brief mit Stolz gelesen und sich über jeden seiner Erfolge gefreut. Tobias hat sich bewusst gemacht, dass jeder Abschied auch ein neuer Anfang ist. Und er hat sich darauf gefreut, was die Zukunft bringen wird. Am Ende seiner Erzählung hat Tobias eine wichtige Erkenntnis gewonnen. Das Leben ist eine Reise und jede Begegnung zählt. Er hat verstanden, dass Mut und Offenheit die Schlüssel zum Glück sind. Mit einem Lächeln hat er jeden neuen Morgen begrüßt und gewusst, dass er in Deutschland ein neues Zuhause gefunden hat. Seine Geschichte ist ein Zeugnis dafür, dass Veränderungen oft der Anfang von etwas Wundervollem sind. Wir haben die Geschichte Tobias Abenteuer in Deutschland gehört. Bevor wir zu den Fragen über die Geschichte übergehen, möchte ich euch bitten, wenn euch die Geschichte gefallen hat, unseren Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Denkt daran, dass ihr jederzeit zurückspringen und die spannenden Momente noch einmal anhören könnt. Jetzt starten wir mit ein paar Fragen zu Tobias Abenteuern. Wo ist Tobias gelandet, als er in Deutschland ankam? A. München, B. Berlin, C. Hamburg, D. Frankfurt. Richtige Antwort: B. Berlin. Als er in Berlin gelandet ist, hat er sich sofort aufgemacht, die Stadt zu erkunden. Wen hat Tobias im Sprachkurs kennengelernt? A. Einen netten Nachbarn, B. Clara, C. einen alten Lehrer, D. einen Fremden ohne Namen. Richtige Antwort: B. Clara. In seinem Sprachkurs hat Tobias bald neue Freunde gefunden. Er hat Clara kennengelernt, eine lebhafte und hilfsbereite junge Frau, die in Berlin geboren ist. Was hat Tobias auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt gemacht? A. Er hat heiße Schokolade getrunken. B. Er hat ein Museum besucht. C. Er hat an einer Stadtführung teilgenommen. D. Er hat ein Theaterstück gesehen. Richtige Antwort: A. Er hat heiße Schokolade getrunken. Er hat heiße Schokolade getrunken und sich an den Ständen umgesehen. Liebe Zuschauer, zuerst möchte ich euch für eure Mühe beim Deutschlernen gratulieren. Es ist nicht einfach, aber euer Einsatz ist wirklich toll. Vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Dieser kleine Support hilft mir, euch in eurem Deutschland-Abenteuer mit nützlichen Inhalten zu unterstützen und weiter an eurer Seite zu sein. Bis zum nächsten Mal.